TF International. Die Welt zu Hause in Teltow-Fläming. Und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe TF International. Wir stellen euch in dieser Sendereihe internationales Leben in Teltow-Fläming vor. Denn in der Region wohnen gar nicht so wenig Menschen mit internationalen Wurzeln. Manche sind gerade erst gekommen, manche sind schon lange da. Jeden Monat treffen wir jemand Neuen. Und heute ist es Julian Amdur aus Argentinien. Hola, mi nombre es Julian, tengo 26 años, vivo en Luckenwalde, en Teltow-Fläming. Ich trabajo con refugiados, adolescentes que vienen de todo el mundo. Aufgewachsen ist Julian aber in Israel und deswegen spricht er natürlich auch Hebräisch. שלום, אני חוליאן, בן 26, גר בלוקנוולדה, בתלטו-פלמינג, ואני עובד עם בני נוער פליטים שמגיעים מכל רחבי העולם. Wie Julian nach Teltow-Fläming gekommen ist, was er da jetzt genau arbeitet und was ein Fußballverein damit zu tun hat, das hört ihr jetzt bei TF International mit Hendrik Schröder. Hallo. Julian, Sie haben ja eine sehr interessante Lebensgeschichte. Eigentlich sind Sie Argentinier, haben die ersten Jahre auch in Argentinien gelebt und sind dann aber mit Ihren Eltern nach Israel ausgewandert und jetzt aus Israel nach Deutschland gekommen. Da bin ich sehr neugierig, wie da Ihre Geschichte war. Julian, you have a very interesting life story because you grew up the first years in Argentina and then you moved to Israel with your parents and from Israel you came to Germany. Can you give us some details about your personal history? How did that work out? Yeah, gladly. So I was born in Argentina, and because of a very severe financial crisis in 2001, my family decided to emigrate to Israel because we have Jewish descent. Ich bin in Argentinien geboren. Als es da dann die große Finanzkrise gab, bin ich mit meinen Eltern nach Israel ausgewandert. Wir haben jüdische Wurzeln. Dort habe ich in einer Kleinstadt gelebt, zusammen mit vielen anderen Juden mit lateinamerikanischen Wurzeln. Latin American people. In 2020, I started following Union Berlin after I heard the story of their amazing fan base and their community. Im Jahr 2020 habe ich dann angefangen, dem Fußballverein Union Berlin zu folgen, weil ich darüber gelesen hatte, was für tolle Fans sie haben. Und als Union dann gegen Maccabi Haifa gespielt hat in Israel, da bin ich hingegangen, und zwar in den Gästeblock, wo die Union-Fans waren. Dort habe ich Martin und Tina kennengelernt, 2 Union-Fans aus Luckenwalde. Wir sind in Kontakt geblieben. Anfang 2023 wollte ich dann gerne etwas mit meinem Leben verändern. Und Tina hat gesagt, warum kommst du nicht nach Deutschland und arbeitest mit mir? Many fans, but specifically Martin and Tina, with them I decided to stay in touch after the match so we can talk about Union because nobody in Israel knew about the team at the time, and we kept in touch for about 2 years, only via WhatsApp. We learned that me and Tina both worked with teenagers in our respective jobs. And 5 months ago, I decided to make a professional change in my life. And Tina told me, oh, why don't you come here to Germany and work for my company? And that's how I got here to Germany. Das ist wirklich total interessant, da möchte ich gleich später auch nochmal was nachfragen. Also über den Fußballverein, über Union Berlin an Freundinnen und Freunde gekommen. Aber wenn wir vielleicht ein kleines Stück nochmal zurückgehen zu Ihrem Leben in Israel, weil Sie gesagt haben, Sie haben da auch mit jungen Leuten, mit Teenagern gearbeitet. If we go a little step backward to your life in Israel, you were working with teenagers there, with, handicapped teenagers or disabled teenagers. How was your work life back in Israel? I have been working with kids and teenagers since I was around 16 years old in my kind of youth movement that we have there in Israel. And for the last 2 years, I've been working in music centers for teenagers in Israel. Ich habe schon als 16-Jähriger mit Kindern und Teenagern gearbeitet. Die letzten 2 Jahre habe ich mit Teenagern in Musikzentren gearbeitet. Sie konnten sich da ausdrücken, kreativ sein. Ich habe ihnen geholfen, Lieder aufzunehmen und Konzerte zu organisieren. Habe ihnen zugehört, ihnen geholfen. Das war interessant, aber diese Kids waren alle von wohlhabenden Familien. Natürlich haben die auch mal Probleme und brauchen jemanden, der ihnen zuhört. Aber nach einer Weile wollte ich gerne für Kids arbeiten, die wirklich
wirklich Hilfe brauchen, die kaum Chancen haben und niemanden, der sie wirklich supportet. Und in dem Job, den Tina mir hier angeboten hat, nämlich mit minderjährigen Flüchtlingen zu arbeiten, da kann ich genau das machen. Auch wenn das bedeutete, dass ich in ein anderes Land gehen muss, eine neue Sprache lernen und auch mit den Traumata der Geflüchteten umgehen. Teenagers that needed it kind of more, that didn't have that father or big brother figure in their life, so they could feel like they belong somewhere and they have someone who cares for them and really wants them to succeed and be happy. And that's something that the job that Tina offered me here, working with refugees, teenagers that are refugees here in Germany, offered, that I really wanted to experience it myself, even though it meant changing countries and learning a new language and having to deal with the specifics of the trauma and events that those refugees endured coming here. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen was über die Organisation erzählen, für die Sie jetzt arbeiten, in Tell to Flaming, Zukunft ohne Grenzen 2.0. Maybe you can tell us some more about the organization Zukunft 2.0 you're working for now. What are they doing in the region? Well, they have been working in the region with refugees for about 7 or 8 years. Die Organisation arbeitet seit 7, 8 Jahren mit Geflüchteten. Sie gehören in der Region zu den bekanntesten. Das Jugendamt kommt mit Anfragen zu uns, ob wir Geflüchtete aufnehmen können in einer unserer Unterkünfte. Es sind alles Minderjährige, die ohne Eltern bei uns sind. Wir gehen auch mit denen zum Arzt, helfen dabei, Visa oder sowas zu beantragen, eine Wohnung zu finden, eine Ausbildung und so weiter. Requests from Jugendamt to take in young people who arrived in Germany from all around the world recently, and we give them a place in one of the houses we have, and we give them It's all minors? All minors. They can stay up until they're 21, the maximum, but that's something that specifically our company does. It's not common, and we give them the money that we get from the different organizations in Germany, so they can have some living money and money for clothes, and we take them to the doctor when they need to, and we help them with applying for the different kinds of visas, because sometimes they don't come with refugee status and then sometimes they do, and we need to help them with that. And after they are 18, we help them to secure a living place and maybe pursue higher education if they're interested. Sie leben jetzt in Luckenwalde seit 5 Monaten, seit einem halben Jahr. Wenn man das sagen darf, die meisten Leute, die aus Israel kommen oder aus Argentinien nach Deutschland, die ziehen nach Frankfurt, nach Hamburg, nach Köln, ganz, ganz viele nach Berlin. Sie sind nach Luckenwalde gezogen. Was war Ihr erster Eindruck, als Sie da nach Tell to Flaming nach Luckenwalde gekommen sind? What was your first impression of Luckenwalde, of Tell to Flaming? Because most of the people coming from Israel for work reasons, for example, they go to Hamburg, to Berlin. You went to Luckenwalde, and I think you like it a lot there, don't you? Yeah, when I first got to Luckenwalde, it was when I was visiting before moving in March. And I remember when we got out with the car from the airport and seeing the fields and all the green of Brandenburg really, really impressed me. It was so nice and so calming and beautiful. Als ich das erste Mal nach Luckenwalde gekommen bin im März, da kann ich mich noch erinnern, wie ich aus dem Auto gestiegen bin und die Felder gesehen habe. All das Grün in Brandenburg, das hat mich echt beeindruckt. Das war so schön, so ruhig. Viele Deutsche, denen ich erzähle, wo ich lebe, fragen mich, warum denn da? Und ich sage, klar, hauptsächlich wegen des Jobs, aber es ist wirklich wunderschön da und so entspannt. Ich liebe den Flaming Skate und die meisten Leute sind wirklich freundlich. And I really enjoy the Flaming Skate there. It's really nice circuit to go around, and the people are mostly friendly. Some of them sadly don't really speak a lot of English, but that's like the very minor issue.
And Sie sind schon dabei, Deutsch zu lernen, oder? You started learning German already? yeah, I just finished the first course, the A1 level. Ich habe das A1-Level auf Deutsch und verstehe mittlerweile auch ganz gut, aber das Sprechen ist noch schwer. Better, and I hope that I can keep learning German as the time here goes by. Was würden Sie sagen, was war denn schwierig am Anfang, als Sie kamen, oder welche Schwierigkeiten hatten Sie zu bewältigen? Was there any difficulties you had to deal with settling down in Luckenwalde? I think one of the biggest challenges have been that there aren't really many things to do, especially at night in Luckenwalde. Die größte Herausforderung ist, dass man in Luckenwalde abends nichts erleben oder tun kann. Ab 8 abends hat alles zu und es gibt nichts zu tun. Meistens ist das okay für mich, ich bin ganz gerne zu Hause, aber manchmal am Wochenende, wenn ich keine Lust habe, mich in den Zug nach Berlin zu setzen, dann wünsche ich mir hier einen Ort zu haben, wo ich auf ein Bier hingehen und vielleicht ein paar Kumpels treffen könnte. Aber trotzdem, große Schwierigkeiten hatte ich nicht. Ich wurde wirklich willkommen geheißen. I just wish I could have somewhere I can go and just, have a beer and meet some people local to Luckenwalde. Except that everything has been great, and most of the people I met have been really, really friendly and welcoming. And it's really nice to feel that way, especially with my Jewish background and feeling the mixed feelings you get about Germany as a whole. Getting here and seeing that everyone is really friendly and welcoming and accepting most of the time, then it's really nice. Natürlich gibt es über die Deutschen wie über jede Nation und jedes Land auch eine Menge Vorurteile. Was würden Sie sagen, so nach Ihren Erfahrungen, welche davon sind richtig und welche sind falsch? Of course, there's a lot of prejudices about Germans, like for every nation. But what would you say from your perspective after half a year here, which are wrong and which are right? And be honest. I promise to be honest. I have heard many of the prejudices, of course, before I came here. Natürlich habe ich viele Vorurteile über die Deutschen gehört, bevor ich hierher gekommen bin. Am häufigsten habe ich gehört, die Deutschen sind nicht lustig. Und das stimmt gar nicht. Ich habe so viele lustige Deutsche getroffen. Natürlich sind die Deutschen im Vergleich ein bisschen kälter. Sie sind nicht so körperlich, sie zeigen nicht so viele Gefühle. Das ist in Argentinien natürlich ganz anders. Also daran muss man sich ein bisschen gewöhnen. And even though it might be a bit more restrained at times than the humor in South America, let's say, it's still very nice to see that that was not correct. I do feel that the Germans can be a bit colder in the sense that they don't express as much emotion, or maybe have some less physical contact. In Argentina especially, physical contact is like part of your daily life. You meet someone in the street and it's like, 2 kisses and a hug, and here people would shake your hand at most, and it's a change that takes time to acclimate to. Das ist natürlich eine letzte Frage noch rund um den Fußball, weil Sie uns ja erzählt haben, Ihre Connection zu Deutschland kam über Union Berlin, auch Freunde haben Sie darüber gefunden, deswegen sind Sie eigentlich überhaupt nach Teltow-Fläming gekommen. Wie ist denn die Fußballleidenschaft jetzt? Der FSV Luckenwalde, glaube ich, in der 4. Liga ist das Ihr neuer Herzensclub dann. So there's one last question about football, because Union Berlin in a way brought you to Teltow-Fläming and you made friends via that sports club. Whom are you supporting now? I think FSV Luckenwalde is playing fourth league, so that's not so uninteresting. You go sometimes? Sadly, I haven't had the opportunity to go yet to the Luckenwalde team, to the local team. Traurigerweise habe ich es bisher nicht in Luckenwalde ins Stadion geschafft. Bei Union Berlin bin ich aber Mitglied und versuche zu so vielen Spielen wie möglich zu gehen. Union hat aber ein Freundschaftsspiel gegen Luckenwalde gespielt im Sommer und da war ich. Das war total schön. Ich habe sogar ein Trikot gekauft für einen Freund in Israel, der Trikots sammelt. Also wenn ihr in Israel einen Mann im Luckenwalde-Trikot seht, dann wisst ihr, wie es dahin gekommen ist. And that was very nice. I could see the ground of FSV Luckenwalde and also see Union at the same time, and I even got a shirt of FSV Luckenwalde
for my friend Nizar, who collects different football shirts. So if any of you listeners go to Israel and see a man in an FSV Luckenwalde shirt, you know how it got there. Also können Sie sich vorstellen, auch noch lange und länger in Luckenwalde zu bleiben? Can you imagine to stay in Luckenwalde for a very long time? I could definitely see myself, if I get the working visa, staying for many more happy years here in Luckenwalde. Julian Amdur war das über seinen Weg von Argentinien über Israel nach Luckenwalde. Wenn ihr mehr über internationales Leben in Teltow-Fläming hören wollt, dann abonniert diese Sendung doch sehr, sehr gerne, denn jeden Monat gibt's hier ein neues Interview, ein neues Porträt mit Menschen aus aller Welt, die jetzt in der Region ein neues Zuhause gefunden haben. Also, wir hören uns und schöne Grüße. Tschüss, sagt Hendrik Schröder. TF International, die Welt zu Hause in Teltow-Fläming. Jeden Monat neu. Auf Radio Orient Und überall dort, wo es Podcasts gibt.